Ja, hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute gibt es auf meinem Kanal eine Review zum Lightway Biggie Tarp. Ich habe ja bereits einiges von Lightway getestet und habe jetzt auch dieses Tarp dabei, um vielleicht mal ein paar Bushcraft-Trips zu machen. Wenn man aber nicht diese super schweren Tarps nehmen möchte. Deshalb teste ich das heute mal, zeige euch mal einen Aufbau. Und ja, viel Spaß beim Video. Wie ihr sehen könnt, das Tarp hier ist wirklich super klein und super leicht. Und man sieht, ich kann es hier noch um einiges komprimieren. So was habe ich tatsächlich noch nie gesehen, vor allem nicht bei der Größe des Tarps. Das Tarp ist, glaube ich, ungefähr 2,5 mal 2,5 Meter. Blende ich auch nochmal ein hier. Und ja, mal sehen, wie sich das so beim Aufbau schlägt. Das ist natürlich ein super dünnes Material und deshalb ist es so leicht und so klein. Aber ich glaube, es ist trotzdem robust. Da ich natürlich schon vorbereitet sein wollte, habe ich bereits einmal alle Paracord-Schnüre, die mitgeliefert sind, am Tarp so befestigt, wie ich es für sinnvoll erhalte für heute. Und das zeige ich euch mal, das habe ich bereits zu Hause gemacht. Zu dem Tarp mitgeliefert werden tatsächlich auch gleich Paracord, 2 lange Stücke und 6 kleinere, kürzere Stücken. Und die Langstücken, die befestige ich hier ganz einfach an der Mittellinie, an der Mittelfanat, an der Mittelnaht des Tarps. Für die Ecken des Tarpes und die anderen Abspannpunkte gibt es noch weitere kürzere Paracord-Stücken, die dann zum Abspannen des Tarpes genutzt werden. Ich zeige dann auch gleich im Video nochmal alle anderen Abspannpunkte, die das Tarp so hat. Außerdem habe ich gleich noch kleine Ösen in die Enden des Paracords gemacht, die ich dann für die Heringe benutzen kann, wenn ich das Tarp abspannen möchte. So, wie man hier sehen kann, habe ich den Long Shortstick Knoten angewendet. Den gibt es bereits einmal auf meinem Kanal ein Video dazu. Und der ist wunderbar, weil damit könnt ihr dich nur noch stärker spannen. Der funktioniert so, dass man den hier rumwickelt und dann einen Knoten macht. Und damit könnt ihr dich nur wirklich, ich glaube man sieht's, die ist wirklich wie eine Angelsehne gespannt mit einem Fisch drauf. Also die ist wirklich sehr straff jetzt. Und das Tolle auch an diesem Lightway ist, an diesem Tarp ist, dass ihr keine Ridgeline braucht. Ihr habt hier einmal auf beiden Seiten jeweils eine Kordel. Damit könnt ihr zusätzlich auch nochmal das Tarp spannen. Ich habe es jetzt über den Shortstick-Knoten gemacht. Das habt ihr auf beiden Seiten, sodass hier drunter ist keine Schnur. Ihr braucht also keine extra Ridgeline spannen. Und ich glaube, ihr habt gesehen, wie schnell der Aufbau dadurch wirklich geht. Dadurch könnt ihr so ein Tarp super schnell abspannen und es macht wirklich viel Spaß. Also es ist wirklich viel einfacher als mit einer Ridgeline, für mich persönlich zumindest. Und ich habe mich jetzt für einen relativ tiefen Tarpaufbau entschieden, vor allem weil es auch leicht windig ist. Ja, ich spanne dann mal weiter ab. Kleine Notiz noch, weil es hier auch eher Richtung Bushcraft gehen soll. Und ich habe tatsächlich dann die Heringe zu Hause gelassen, habe auch dann leider das Messer dazu vergessen. Das heißt, ich musste mir jetzt versuchen, irgendwelche Heringe aus Stöckern zu brechen, sodass die halbwegs spitz abbrechen. Aber der Boden hier ist relativ weich und moosig, das sollte also eigentlich kein Problem sein. Dann ist es diesmal wirklich ein bisschen mehr Bushcraft, als wenn ich die Ultralight-Heringe auch noch mitbringe.
Kleine Notiz an der Stelle: Heringe werden bei dem Tarp auch nicht mitgeliefert. Das macht Lightway bei ihren Sachen grundsätzlich nicht. Man kann allerdings sehr gute Ultralight-Heringe bei denen im Shop kaufen. Ich finde das persönlich auch relativ sinnvoll, weil dadurch, dass ich so viele Zelte habe und so viele verschiedene Outdoor-Produkte, besitze ich einfach schon sehr, sehr viele Heringe und das kann man sich dann einfach sparen. Die liegen zu Hause sonst eh nur rum. Und wenn der Aufbau hier jetzt ein bisschen, ja, unbeholfener aussieht, dann liegt es hauptsächlich an den Heringen, weil ich halt keine richtigen Heringe dabei hatte. So, hier seht ihr einmal den Tarpaufbau. Ich habe den jetzt, wie gesagt, etwas tiefer angesetzt, weil ich einfach wegen dem Wind ein bisschen Angst hatte, dass es mir sonst zu sehr unter das Tarp kommt und ich mich hier auch in einer leichten Schräge befinde. Man sieht, es sind hier wirklich sehr, sehr viele Tie-Out-Points. Diese sind natürlich nochmal extra verstärkt und mitgeliefert werden 6 bzw. 8 Guidelines. Hier die 2 längeren, die habe ich hier vorne befestigt, quasi als Ridgeline auf beiden Seiten. Und dann gibt es nochmal 3 extra Guidelines pro Seite, die ich hier abgespannt habe. Und ihr könnt dann auch hiermit euer Tarp, jetzt ist es natürlich schon relativ straff, noch etwas anpassen an die Spannung auf eurem Tarp. Und auf der Seite habe ich jetzt hier 3 abgespannt, weil der Wind von hier kommt. 3 Guidelines abgespannt und man sieht, es gibt noch wesentlich mehr Punkte. Also es gibt pro Seite 5 Punkte. Auf jeden Fall sehr, sehr flexibel einsetzbar das Tarp. Und wie gesagt, alle Punkte sind extra befestigt und haben hier auch nochmal diese zusätzliche Verstellmöglichkeit. Das Tarp besteht aus einem Sil-Poly, einem 20D Sil-Poly Ripstop-Material mit einer angegebenen Wassersäule von 20.000 mm. Und wichtig an der Stelle auch zu erwähnen, dass die Seams, also die Nähte, nicht verdichtet sind. Das könnt ihr allerdings ganz einfach selber machen mit einem Seam Seal. Dazu gibt es bereits ein Video auf meinem Kanal, wo ich das anhand des Illusion Solo Tens zeige. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Lasst, wenn ihr Fragen habt, einen Kommentar da, lasst ein Abo da und ein Like da. Bald kommt noch ein Video zu dem Biggie Mesh, das dazugehört. Wie das aufgebaut wird und wie das aussieht, das seht ihr dann. Also abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.